Auf unserer Panamerikaner-Reise sind wir in El Salvador angekommen. Wie in jedem neuen Land müssen wir uns erstmal zurechtfinden und herausfinden, wie die Dinge hier so laufen. Dass die offizielle Währung hier in El Salvador US-Dollar ist. Sehr schnell sehen wir aber auch, wie viel das Land auf kleinstem Raum zu bieten hat und stürzen uns ins Abenteuer. Ich habe ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir tun uns nicht weh. Wir müssen hier hoch, aber wir müssen durch den Wasserfall. Hallo zu diesem neuen Video und gleichzeitig zu einem neuen Land. Wir sind gestern nach El Salvador eingereist. Ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich so, mehr über dieses Land zu erfahren. Man hört ja so viel, jetzt wollen wir es selbst erleben. Konkret sind wir in Ahuachapán, das ist gar nicht mal so weit von der guatemaltekischen Grenze. Hier wollen wir uns erstmal einrichten, organisieren, alles das erledigen, was man in einem neuen Land als erstes machen muss. Und ja, wir starten einfach mal gleich mit Geld, denn wir brauchen noch Bargeld in der lokalen Währung. Wir haben es noch nicht mal die 2 Blocks zum Bankomat geschafft und schon werden wir auf eine Dachterrasse eingeladen, einfach um die Aussicht zu genießen. Das ist auch gestern schon so gewesen, wie wir da ins Land reingefahren sind. Alle winken einem zu und man fühlt sich hier so richtig willkommen. Man hat das Gefühl, die Leute freuen sich wirklich so von innen heraus, dass man da ist, dass Besucher hierher kommen in das Land. Das Gefühl hatte ich gestern auch und auch jetzt schon. Also ja, richtig schön. Ja. Erster Eindruck richtig gut von El Salvador. Once inseparable, we were closer than two of a kind. The bond was almost palpable. Eine Sache, die wir nicht wussten, ist, dass die offizielle Währung hier in El Salvador US-Dollar ist. Was wir richtig cool finden, denn das Geld können wir natürlich in Costa Rica, aber auch in Panama brauchen. Und noch eine Sache, hier in El Salvador gilt der Bitcoin als offizielle Währung. Also dieses Land ist ja richtig modern. Wer hätte das von euch gedacht? Also wir wussten das nicht und wir feiern das voll ab, obwohl wir keine Bitcoins haben, aber ja, das ist eine andere Sache. Was müssen wir noch sonst machen hier? Aber ich weiß nicht, schauen wir auf die Liste. Okay, also. Ich sehe gerade, wir haben nicht mal Gebühren zahlen müssen, also voll gut. Und als nächstes wäre eigentlich die SIM-Karte fürs lokale mobile Internet. Wir haben ja Starlink, aber so in der Stadt, wenn man unterwegs ist, ist schon gut. Aber wir haben gemerkt, unsere Claro-SIM-Karte aus Guatemala funktioniert auch hier mit Roaming, also ist das auch erledigt. Wir hätten zwar noch von Alina und Timo, sie haben uns ihre El Salvadorianische Karte mitgegeben. Danke dafür, aber ja, die brauchen wir jetzt wohl nicht mal. Das heißt, als nächstes gehen wir einkaufen, weil ja über die Grenze kann man ja nicht viel Essen mitnehmen, also geht's auf den Markt. Zum Glück mussten wir nur zum Bankomat, bei Western Union stehen die richtig lange Schlange. Puh. Okay, Früchte, Gemüse scheinen wir alles zu haben. Also ich habe eine Papaya für 2 Dollar bekommen, also eine recht große. Und 3 Gurken für einen halben Dollar. Ich gucke jetzt mal, ob wir sonst noch was finden, aber ja, ein bisschen Gemüse ist ja immer gut. Ah, Tomaten wollte ich ja noch nehmen. Okay, finden wir sicher auch noch. Ich finde, wenn man ein Land richtig kennenlernen möchte, muss man einfach die Märkte besuchen gehen. Denn ja, was hier abgeht, ist ja wirklich verrückt. Und ja, die Gerüche, die Früchte, sieht alles so schön aus. Und hier sieht man auch ja, die Einheimischen, wie sie auch einkaufen. Und ja, gehört einfach dazu, nicht wahr? Unbedingt. Und es ist erst noch viel günstiger. Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Wir haben wieder so schöne Früchte und Gemüse bekommen und natürlich viel mehr als was wir eigentlich brauchen. Aber ja, ich glaube, jetzt räumen wir das einfach mal weg. Ich feiere es ja total, dass wir hier so tolle Früchte kriegen und ich finde auch, sie schmecken einfach anders als in Europa. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, so gut ich mich hier mit frischen Lebensmitteln eindecken kann, merke ich schon, dass ich ein bisschen Hilfe in der Nährstoffaufnahme brauche. Und deswegen habe ich hier einen Papaya-Ananas-Saft, den ich mit meinem täglichen AG1 ergänze. AG1 besteht aus über 70 hochwertigen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen, Botanicals und vielen weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und damit ist AG1 mein tägliches Nährstofffundament, das bereits über mehrere Jahre meinen Körper ganzheitlich unterstützt. Und so geht es auch vielen anderen. In der neuesten Studie von AG1 berichten Testpersonen, dass sie sich nach 30 Tagen mit AG1 energiegeladen fühlen und nach 90 Tagen berichten 91% von reiner Haut. Alle Infos und Details zu der Studie, aber auch zu den einzelnen Vorteilen der Inhaltsstoffe findet ihr unten in der Infobox. Und das Anmischen dauert weniger als 1 Minute. Ich nehme einen Löffel des grünen Pulvers, etwas Wasser oder eben Fruchtsaft, gut durchschütteln und fertig ist es. So ist mein Tag immer energiegeladen und produktiv, denn AG1 beinhaltet unter anderem auch Nährstoffe, die den Energiehaushalt unterstützen. Im Abo wird AG1 ganz entspannt frei Haus monatlich geliefert und das ohne Vertragslaufzeit. Kündigen und pausieren ist jederzeit möglich. Im Moment haben wir außerdem ein besonderes Angebot für unsere Community. Auf drinkag1.com/chirpytravelers erhält ihr beim Abschluss eines monatlichen Abos außerdem einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische AG1 Travel Packs im Wert von über 40 € gratis mit dazu. So sieht die vollständige Willkommensbox aus. Wir machen uns jetzt fertig und weiter geht's. Übrigens war die Grenze selbst hierher auch total entspannt. Also überhaupt nicht so chaotisch wie in anderen Ländern oder die Beamten waren auch gar nicht so ein bisschen autoritär wie in manchen Ländern. Also im Gegenteil, sie waren total hilfsbereit. Wir mussten auch nirgendwo anstehen. Es hat etwa 1 Stunde gedauert, aber das einfach, weil auch alles so gemütlich war. Und also ich glaube, das war die entspannteste Grenze überhaupt, die wir bis jetzt hatten, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, von El Salvador erwartet man ja nicht unbedingt entspannte Grenzen. Von dem her, ja, also lief alles wieder glatt. Wir mussten nicht mal was zahlen. In den meisten zentralamerikanischen Ländern muss man wohl was zahlen bei der Einreise. Hier war alles gratis. Wir mussten nur eine Kopie noch machen vom Ausreisestempel aus Guatemala. Ja. Und wir haben noch, wie viel waren es? 2 Monate Restvisum für die C4-Länder. Ja. Nicht mehr viel. ¿Dónde? Okay. Und hier sind wir. Yeah. Die Route, die wir jetzt gefahren sind, heißt Ruta de las Flores. Vor allem eigentlich, weil hier so viele Blumen und auch bunte Dörfer rund um diese Route entlang sind und eigentlich auch viele der Attraktionen von El Salvador. Hier konkret halten wir jetzt bei Las Nubes und das ist eine Kaffeeplantage, Rösterei, ja, ein Kaffeeunternehmen. Hier gibt es nämlich auch ganz viel Kaffee entlang der Route. Es ist sehr typisch für diese Region. Und wir haben ja Nachrichten von euch bekommen, dass euch das Thema auch ein bisschen näher interessieren würde, ihr gerne ein bisschen mehr dazu erfahren würdet. Also sind wir hier bei diesem Kaffeeunternehmen und sehen uns den ganzen Prozess nochmal genauer an. Wir wurden bereits schon herzlich in Empfang genommen. Abgesehen von der Gans, die hatte irgendwie ein Problem mit uns. Haben uns aber noch kurz umgezogen, denn ja, das letzte Mal, als wir auf einer Kaffeefarm waren, wurden wir komplett zerstochen von den Viechern. Also lange Hose und ein Hemd. En El Salvador, llamémoslo así.
Also wir haben jetzt schon richtig viel gelernt. Die meisten kennen ja so Robusta und Arabica, aber innerhalb dieser zwei Sorten gibt es noch sehr viele Untergruppierungen. Und hier habe ich gerade so eine Bourbon probiert. Die roten Beeren kann man nämlich tatsächlich auch einfach roh essen. Die sind so richtig süß, so ein bisschen honigmäßig. Und sie reden auch immer davon, dass das ein Honig ist. Ja, und dann bleiben halt übrig also klar die Schale, aber auch eben die zwei Bohnen, die halt in der Mitte sind. Also wir gehen jetzt mal weiter und sehen uns diesen Prozess dann auch an natürlich. Y también más alto. Correcto. Leider sind wir ein paar Tage oder ein paar Wochen zu spät, denn die ganz große Ernte, die hat bereits schon stattgefunden. Man sieht, die meisten Pflanzen, die haben keine Früchte mehr. Ja, wie immer, halt viel zu spät. Also wir haben doch noch Kaffeepflanzen mit Früchten gefunden, denn das hier ist eine andere Sorte. Vorhin war es Bourbon und hier sind wir bei Pacamara, was eine typisch salvadoriensische, eine typische Art aus El Salvador ist. Ja, und die sind jetzt eben gerade in voller Reife, also sie kommen jetzt dann bald, um die zu pflücken und ja, weiter zu verarbeiten. Man sieht richtig, wie dunkelrot die sind. Sie sagen auch, wenn der Kaffee reif ist, dann ist er wie eine Traube. Denn eine Traube kennt hier jeder, also weiß auch jeder dann, ja, wenn er aussieht wie eine Traube, dann ist er, Ist es Zeit, die zu pflücken? Ist es Zeit, die zu pflücken, genau. Wenn man bedenkt, dass jede dieser Beeren von Hand gepflückt wird, jede einzelne, und das wird dann ja säckeweise gesammelt und verarbeitet und das muss alles von Hand gemacht werden, das ist so viel Arbeit. Da fragt man sich schon, wieso der Kaffee so günstig ist, nicht? Ja, schon. Also der sollte eigentlich viel teurer sein. Ach, so süß. Wenn der Kaffee von der Ernte kommt, wird er auf 3 verschiedene Arten weiterverarbeitet, bevor er zur Trocknung kommt. Also entweder bleibt er natürlich mit der kompletten Schale und kommt so zur Trocknung, oder die Schale wird teilweise oder komplett entfernt. Denn es gibt eine Art Honigschicht um die Bohne herum und dann noch die äußerste Schale. Und je nachdem, welche Maschine verwendet wird, wird eben mehr oder weniger von dieser Schale entfernt. Das hat natürlich auch einen Effekt auf den weiteren Verarbeitungsprozess oder auch den Geschmack. Und ja, wie der Kaffee dann am Ende rauskommt. Wir sind jetzt, wie Carlos meinte, am wichtigsten Teil der Tour angekommen. Und zwar beim Coffee Tasting. Also wir probieren jetzt einen Kaffee. Wir haben hier einen bekommen und er will unsere Meinung dazu wissen. Er hat auch uns noch nicht sehr viel dazu verraten. Also mal sehen. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt wirklich ein professionelles Tasting. Mal sehen, ob wir gut genug sind dafür. Ja, eigentlich, also ich finde ihn gut. Mir schmeckt er. Also ich muss noch mal probieren. Sehr sanft. Ja, mal sehen, wie die weiteren dann sind. Ich finde es total schwierig, den Geschmack so richtig auszuformulieren, den man bei dem Kaffee hat. Jetzt hatten wir Era Bourbon, el primero, no? Genau, also als erstes hatten wir jetzt Bourbon und jetzt kommt, also es ist ja auch Arabica, aber jetzt kommt Pacamaya und wir versuchen den Unterschied zu schmecken. Es gibt ja eine ganze Bandbreite an Geschmacksbeschreibungen, die man bei Kaffee verwenden kann. Ich glaube, wir müssen unsere Geschmacksknospen noch ein bisschen trainieren, damit wir das so richtig rausschmecken können. Ja, aber es ist sehr spannend. Se los trato de ser bastante similar. ¿Cómo qué? No, no sé. Canela.
eso es. Creo que es también más fresca. Also es war eine sehr interessante Tour. Muchas gracias, Carlos. Para servirle un gusto. Era un gusto und ja, ohne Carlos wäre es nicht so interessant geworden. Also, Ja, wir haben richtig viel gelernt. oh ja, und ich glaube, wir müssen da unser Spiel ein bisschen hoch upgraden, step up a level. Ja. Ja, müssen da ein bisschen mehr dranbleiben auf jeden Fall. Es war ja nicht unser erster Besuch einer Kaffeefarm, aber wieder sehr interessant und lehrreich. Nicht wahr? Ja, wir haben wieder so viele neue Aspekte wieder gelernt. Ja. Also es ist schon. Und jede Farm macht es doch ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Auch wenn die Grundmaterie dieselbe ist. Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir vollkommen überfordert von all den Informationen, die wir bekommen haben. Ja. Ja, wir fahren jetzt einfach mal weiter zum nächsten Punkt und ich würde sagen, wir sehen uns am Morgen da, wenn es richtig Ja, abenteuerlich wird, oder? weitergeht. Guten Morgen. Morgen. Wir sind fertig zum Losgehen. Wir sind nämlich mit Alex vereinbart. Der zeigt uns etwas ganz Besonderes und ich habe ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir tun uns nicht weh. Nee, das wird schon passen. Naja, hoffentlich. Also los. Le escribimos ayer. Wie es aussieht, ist schon alles bereit. Die Helme liegen auf dem Tisch. Wir zahlen jetzt noch kurz und holen uns die letzten Instruktionen ab, denn ja, man muss wissen, worauf man sich hier einlässt. Man muss auch mobil gut unterwegs sein. Ich kriege langsam so ein kleines Kribbeln im Bauch, aber ich glaube, das wird richtig gut. Ich freue mich. Sieht schick aus, oder? Wir dachten zuerst, dass wir mit dem Auto oder mit dem Pickup irgendwo hinfahren. Sieht aber so aus, als würden wir alles laufen. Naja, wir lassen uns jetzt mal überraschen. So kann man wenigstens die Crew besser kennenlernen. Genau, ja. Und so schnell geht's in den Dschungel. Also wir haben gerade erfahren, dass wir tatsächlich nicht fahren. Es sind jetzt etwa 12 Kilometer wohl, die wir heute gehen. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Wasser mitgenommen, hätte ich das gewusst. Aber ja, dafür gehen wir hier wieder durch Kaffeeplantagen. Links und rechts sieht man immer wieder diese Kaffeestauden. Das ist auch wieder Bourbon und Pacamaya. Und vorhin haben wir sogar eine Blüte gesehen, aber die war so weit weg. Ich gehe jetzt nicht ins Gebüsch rein, aber haben wir so auch noch nicht gesehen. Acá exactamente vamos a ir a 1027 metros sobre el nivel del mar. Ich bin schon nass. Wir gehen jetzt nämlich in einen, wie heißt das, einen tropischen Wald. Wir sind auch ein bisschen runtergekommen und ja, ich schwitze entsprechend. Ja. Aber auch sagen, wo wir hinwollen. Ja, wir machen hier den Weg der 7 Kaskaden, der 7 Wasserfälle. Und von dem her, ja, hoffe ich sehr, dass auch die Abkühlung bald kommt. Also los, die Gruppe ist schon weiter. Schon spannend zu sehen, wie sich die Vegetation hier verändert. Vorher war es mehr Staub und ja, diese Kaffeeplantagen. Mittlerweile sind wir wirklich im Dschungel angekommen, oder so eine Art Dschungel. Ja, und wir schwitzen, wir schwitzen uns einen richtig ab. Und da sieht man schon endlich das erste Wasser. Ich glaube, hier irgendwo ist dann der erste Wasserfall. Boah, und ich freue mich auf die Abkühlung.
ist auch die höchste. Und bevor hier dieses Hydrowerk war, das das Wasser auch hochgepumpt hat, war das hier quasi die Trinkkaskade. Denn hierher sind die Leute aus dem Dorf gekommen, um das Trinkwasser zu holen, die Wäsche zu waschen. Und ja, das war ihre Wasserversorgung hier. Einfach mal ein paar Kilometer außerhalb vom Dorf im Urwald. Aber es ist richtig schön und es ist so schön im Wasser zu sein, so erfrischend. Ich glaube, ich stelle mich gleich runter. Schon cool hier so nah am Wasserfall zu sein. Und natürlich muss der Jesse unter dem Wasserfall. Sie ist halt so verrückt. Das ist nicht verrückt, das ist rein pragmatisch. Ich brauche eine Abkühlung, sonst würde ich überhitzen. Ja, ist schon richtig warm, aber hier im Wasser zu laufen tut richtig gut. Ja. Jetzt kommt wohl der schwierigste Teil. Wir müssen hier hoch, aber wir müssen durch den Wasserfall oder entlang des Wasserfalls uns hochrobben und schauen. Boah, das war schon ein bisschen Nervenkitzel. Also vor allem, wenn man so eine steile Wand nach oben sieht und dann heißt, ja, da müssen wir jetzt durch. Ohne Seil auch. Ohne Seil, genau, das war ja nur am Anfang. Puh, also mein Herz schlägt noch ein bisschen schnell, aber wir sind jetzt hinter dieser Passage angekommen und zwar an der Quelle des ganzen Wassers. Das kommt hier aus dem Fels raus und speist diese Flüsse, die hier abwärts kommen. Ja, richtig cool. Ich muss mich noch ein bisschen erholen. Ja, noch einen Wasserfall haben wir. Ah ja, ein Wasserfall. Genau. Gut, dann los. Hier direkt an der Quelle ist ja das Wasser wirklich Trinkqualität. Man muss es nicht filtern, man kann es direkt hier aus dem Fels trinken. Der Fels filtert es ja. Ja, gleich daneben, wie man sieht, ist so ein nährstoffreicher Lehm oder so. Ja, und machen wir gerade ein Feeling damit. Macht man so auf einer Wanderung, oder? Zum Glück macht Jesse alles mit, weil ich bin da meistens die Spaßbremse. Wobei nicht bei allem, aber ja, das gibt mir einfach nichts, von dem her passt das schon. Haben wir uns alle aufgerückt. Und so geht es jetzt zum... Nee, das war ja der 7. Wasserfall. Wohin gehen wir jetzt? Mal sehen. Und ist sein Gesicht jetzt zart wie ein Babypopo? Das war doch vorher schon. Ja, das stimmt. Nee, aber jetzt ist er noch feiner. Der Babypopo? Nee, mein Gesicht. Dein Gesicht. Ja, das war's jetzt mit den 7 Kaskaden. Das war eine richtig coole Tour. Richtig Abenteuer. Ja. Und es war richtig durch die Kaskaden. Mhm. Aber es gibt jetzt noch eine Sache, die wir machen müssen. Also, die wir uns, ja, genau, die wir wollen und die wir uns jetzt erarbeitet haben. Auf jeden Fall.
Diese Abkühlung hat richtig gut getan. Oh ja. Vor allem auch jetzt, wo es Mittag ist und die Sonne so richtig runterknallt. Es war richtig frisch und erfrischend. Guter Abschluss. Ja. Ja, und ich glaube, wir legen die Kamera zur Seite, denn wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Weg zurück und dann sehen wir uns beim Van wieder. Genau. Wir waren gerade noch was einkaufen und ein bisschen durch die Stadt schlendern. Haben auch Wäsche gewaschen. Hier sieht man es. Wir fühlen uns schon richtig zu Hause hier in Salvador, sodass wir einfach hier auf einem random Parkplatz unsere Wäschleine aufgehängt haben. Aber ja. Wir leben halt im Auto auf dem Parkplatz. Genau. Also nee, aber allgemein, also El Salvador gefällt uns bis jetzt richtig gut. Wir können uns richtig wohlfühlen hier. Es gibt so viel zu sehen, die Menschen sind auch super herzlich. Ja, und da noch ein großes Dankeschön an Alex für die tolle Tour, die wir heute mit ihm hatten. Also hat sich richtig gelohnt. Genau. Morgen soll es weitergehen. Was wir aber machen, wo es hingeht, das seht ihr im nächsten Video. Wir hoffen sehr, dass ihr weiterhin dabei seid und unsere Reise begleitet. Ja, und wenn dem so ist, hinterlasst doch ein Abo da. Wir würden uns riesig freuen. Ja. Einen Daumen nach oben. Und ja, dann bis nächste Woche. Hasta luego. Hasta luego. Voll aggressiv, dieses Tier. Was soll das? Wieso? Schauen alle zu hier, wie ich alles vermasse.